Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video, in dem ich mal wieder etwas Lebenszeit gegen Wissen eintauschen möchte. Ihr wundert euch bestimmt, auf dem Thumbnail steht oben jetzt Comfy UI und unten Automatic 1111. Wie passt das zusammen? Das zeige ich euch jetzt, und zwar habe ich mal nach einer Prompting Node gesucht, die ein bisschen mehr kann als das Standard Prompting von Comfy UI. Und ja, es ist so, dass Comfy UI und Automatic 1111 intern die Prompts anders verarbeiten. Und wenn ihr jetzt vielleicht gerade von Automatic 1111 zu Comfy UI wechselt, dann wird euch das wahrscheinlich ein bisschen helfen, euch an euren Prompting-Stil weiter festhalten zu können. Weil Comfy, wie gesagt, es kommen ein bisschen andere Bildresultate raus, obwohl man denselben Seed und denselben Sampler und alles benutzt. Deswegen wollte ich diese Node mal vorstellen, und sie erweitert die Funktionalität in Comfy auch noch um ein paar Dinge, die wir sonst nicht standardmäßig dabei haben. Und ich spreche hier von den SMZ Nodes. Sucht hier oben im Comfy UI Manager nach SMZ Node und dann findet ihr die SMZ Nodes. Wir gucken uns mal die GitHub-Seite dazu an. Im Prinzip gibt es hier nur zwei Nodes. Einmal, das ist die Prompting Node, und es gibt noch eine Settings Node. Die Settings Node habe ich mir nicht so im Detail angeguckt, beziehungsweise habe ich, aber ich konnte es nicht die Unterschiede und so erkennen, und hier wird auch irgendwo erwähnt, dass die sich ständig ändert. Das sind so ein bisschen experimentelle Features, die brauchen wir an der Stelle eigentlich nicht. Aber wie wir hier schon sehen, hier sehen wir schon den Unterschied zwischen Automatic 1111 und Comfy UI, dass da doch durchaus andere Bilder rauskommen können. Es ist okay, Comfy UI zu benutzen natürlich, das machen wir ja die ganze Zeit. Aber wenn ihr von Automatic 1111 oder so rüberkommt und wechselt, hilft euch das vielleicht, eure Bilder aus Automatic ins Comfy UI zu übertragen und damit arbeiten zu können, beziehungsweise ein bisschen vertrautere Arbeitsumgebung zu haben an der Stelle. Im Prinzip gucken wir uns heute nur einmal diese Automatic 1111 Funktionalität hier an, und da muss ich einmal ganz kurz erklären, was es hier gibt. Und zwar, man kann hier auch einen Link finden. Wo war er? Hier. So, es gibt einmal Prompt Editing. Wir sind jetzt hier auf einer Automatic 1111 Seite. Wir können From, To und When benutzen. Das zeige ich euch später noch. Das ist ganz cool. Damit könnt ihr wirklich Einfluss auf die Bildgenerierung nehmen. Wir haben aber auch, und das ist das, wo wurde das beschrieben? Wir kriegen eine Funktionalität hier, Usage of Break and End Keywords. Und hier, ich versuche das mal ganz kurz zu erklären, weil es funktioniert irgendwie nicht. Das habe ich ausprobiert und ich dachte mir die ganze Zeit, nö, da kann ich es auch weglassen. Im Prinzip ist das nämlich der Fall, dass wenn wir End Keyword einbauen, alles in Großbuchstaben geschrieben, dann soll das eigentlich dafür sorgen, dass man zwei Begriffe zu einem zusammenfügt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel schreiben würde, Television and, großgeschrieben, a brown couch, dass er das zusammenfügt in ein Objekt und eine braune Couch mit einem integrierten Fernseher erzeugt. Wie gesagt, das funktioniert nicht. Deswegen werde ich jetzt in dem Video hier auch nicht weiter darauf eingehen. Ihr könnt damit rumspielen. Die Node kann es angeblich, aber irgendwie wird es nicht später, es wird ignoriert oder keine Ahnung, was der Sampler bzw. das Model an der Stelle damit macht. Break ist eine andere Geschichte. Mit Break kann man ein bisschen steuern, wann Cluster volllaufen. Beziehungsweise es ist so, der Clip, das ist ja die Funktionalität, die dafür sorgt, dass das, was wir eingeben, also der Prompt, in eine Stable Diffusion verständliche Sprache umgesetzt wird und dann vom Stable Diffusion Model benutzt wird, um das Bild zu erzeugen. Jetzt ist es so, dass der Clip die Texte in sogenannte Tokens umwandelt. Da kann ich euch auch nicht sagen, ob ein Token ein Buchstabe ist, eine Silbe, ein Wort. Das ist immer so ein bisschen undurchsichtig im Bereich KI, was jetzt ein Token ist. Und das macht auch zum Beispiel preisliche Berechnungen jetzt für ChatGPT oder sowas schwierig, weil da steht dann auch immer sowas mit ihr zahlt für so und so viel Tokens.
Und die geben dann immer so grobe Richtwerte, was ein Token sein kann. Das kann eine Silbe mit so und so viel Buchstaben sein, das kann aber auch mal ein Wort sein. Es ist halt ein bisschen schwierig, das zu erfassen an der Stelle. Auf jeden Fall wird aus dem Text, werden diese Tokens erzeugt. Und diese Tokens werden in einen sogenannten Cluster gepackt. Und bei Stable Diffusion ist es so, dass eine Clusterlänge 75 Tokens aufnehmen kann. Das war mal 77, das ist jetzt 75, das wurde reduziert, um auch Kompatibilität zu älteren Modellen weiterhin zu behalten. Allerdings, wenn der Prompt jetzt länger ist als diese 75 Tokens, dann wird an der Stelle ein Umbruch gemacht und es wird ein zweiter Cluster mit 75 Tokens eröffnet. Und dieses Break-Keyword sorgt eigentlich dafür, wenn ihr das in einem Prompt eingebt, dass an der Stelle ein neuer Cluster erzeugt wird. Schon. Also er wird nicht vollgeschrieben, bis er selber einen Umbruch macht, sondern ihr sagt, ihr möchtet da den Umbruch. Dann wird er mit leeren Plätzen überschrieben bis hinten hin und es wird ein neuer Cluster erzeugt. Es gibt viele Diskussionen um diese Keywords. Ich bin nicht schlau draus geworden, beziehungsweise beim Testen, man merkt, dass ein anderes Bild bei rauskommt oder ein bisschen anders, aber auch nicht immer. Und es wird auf Reddit und sowas wird sich drüber gestritten, ob das sinnvoll ist oder nicht. Das macht die Technik auf jeden Fall. Es wird behauptet, es kann vielleicht dabei helfen, sinngemäß Dinge zu trennen, die dann in saubere und frische Cluster zu packen. Aber ja, probiert es aus. Ich habe es mit Farben ausprobiert, zum Beispiel Pink Hair, Yellow Shirt and Green Trousers und immer wieder einen Break dazwischen gesetzt, weil ich mir dachte, okay, vielleicht hilft es dann dazu, dass er wirklich Green Trousers in einem eigenen Cluster hat und Yellow Shirt in einem eigenen Cluster und Pink Hair in einem eigenen Cluster. Es kam aber größtenteils dieselbe Farbmischung dann irgendwie raus, wie als würde man es nicht verwenden. Also probiert damit rum. Ich hatte keinen Erfolg damit. Viel interessanter sind aber auf jeden Fall einmal das Prompt Editing und das Alternating Words. Und da kommen wir aber gleich mal zu. So, wenn ihr die installiert habt, hier über den Comfy Manager oder Git Clone, schaut doch gerne mein Comfy Manager Video dazu an, wie man Custom Nodes installiert. Dann habt ihr die natürlich wie immer zur Verfügung nach einem Neustart von Comfy UI. Und was ich nicht so gut finde, ist, die verstecken sich einmal im normalen Conditioning-Ordner. Hier haben wir die Clip Text Encode ++. Das ist diese Node. Und wir haben im Advanced-Ordner die Settings dafür. Wie gesagt, auf die Settings gehen wir jetzt nicht ein. Hier ist auch immer noch beschrieben, was dieses Setting machen soll. Interessiert uns jetzt, glaube ich, weniger. Das könnt ihr hier vorne an den Clip dranhängen und ja, dann nimmt ihr die Settings mit. Aber der Ersteller hat auch irgendwie geschrieben, diese Node kann sich permanent ändern und müsste dann wieder ausgetauscht werden. Das sind so ein bisschen experimentelle Features an der Stelle. Interessant ist aber für uns diese Node. Hier oben, das ist die Standard-Node. Hier können wir den Clip reinbringen und kriegen das Conditioning raus. Das ist hier nicht anders, aber hier haben wir noch ein paar Settings. Und zwar, erstmal wichtig zu wissen ist, wir können Rechtsklick auf die Node machen und wir können dann an der Stelle die Options ein- und ausblenden. Mache ich mal eben. Das Old brauchen wir nicht, ist wahrscheinlich eine Rückwärtskompatibilität. Interessiert uns jetzt nicht. Multi-Conditioning ist für Positive Prompts, sagt der Ersteller, auf True und für Negative Prompts soll das auf False sein. Im Prinzip, so wie ich das verstanden habe, ermöglicht das Multi-Conditioning aber die Benutzung dieser And- und Break-Keywords. Wir lassen es mal auf Standardeinstellung. Mean Normalization habe ich keinen großen Unterschied erkannt. Das kommt, glaube ich, auch aus dem Automatic 11.11 Bereich. Obwohl er auch geschrieben hat, dass die Ersteller von Automatic 11.11 sagen, man sollte es nicht anmachen, aber es ist trotzdem irgendwie an. Wir lassen es mal. Ganz wichtig noch wäre, wenn ihr mit SDXL arbeitet, müsst ihr die Node auch umschalten. Das heißt, ihr könnt einmal hier with SDXL einschalten
oder anzeigen lassen und dann hier hinten von False auf True setzen und dann kriegt ihr die nötigen SDXL-Einstellungen, wie hier auch den Clip G und den Clip L und alles Mögliche. Wir beschränken uns jetzt aber auf... So, Moment, das muss ich so und dann können wir es wieder verstecken. Wir beschränken uns jetzt auf diese Funktionalität. Ich lade die Note jetzt noch einmal frisch rein. So. Das wird unsere Funktionalität. Und da werden wir jetzt mal einen kleinen Test mitmachen. Weil es gibt auf jeden Fall zwei coole Dinge, die wir da, also die ich richtig gut finde eigentlich. Oder die auch noch ganz andere Möglichkeiten von Kreativität erzeugen. Wir nehmen uns mal einen Loader. So. Negative schreibe ich schon mal meine Standardbegriffe rein. Und jetzt hätte ich gerne zwei Sampler. Die stellen wir auf Preview, lassen das mal auf Euler, lassen wir alles so, wie es eingestellt ist. Und kopieren den mal runter. So. Können wir hier schon mal gleich zum Vergleichen sagen, wir wollen jetzt hier ein bisschen größere Preview Notes haben. So. Was wir jetzt hier machen können, ist, wir sagen jetzt hier, wir lagern uns erstmal das Prompting aus. Wir sagen hier Positive to Input und wir sagen hier Text to Input. Dann erstellen wir uns hier eine Textnode und verbinden beide damit. Dann steuern wir jetzt beide Wege einmal mit demselben Prompt an. Hier unten müssen wir noch die Pipe verbinden und hier müssen wir noch das Positive verbinden, weil wir wollen ja die Unterschiede sehen. Wir können hier noch sagen, wir möchten den Seed einmal gleich haben. Das wäre auch noch wichtig. So, Doppelklick hier drauf. Wir kriegen eine Primitive mit dem Seed. Sagen an der Stelle Randomized. Verbinden den mit hier unten. Und fertig. Okay. Was wir jetzt nämlich machen können, ist, wir können einmal schauen, ob wir zweimal dasselbe Bild kriegen. Also der obere Sampler bzw. das linke Bild hat jetzt schon die Clip Text Encode Plus. Die hängt hier oben im Optional Positive. In dem falschen Model. Ich muss natürlich auch noch das Clip verbinden. Dann kann ich auch direkt das Model ändern. So. Hier haben wir die Clip Text Encode Plus. Und hier haben wir das normale Comfy UI. Und wir sollten jetzt das gleiche Bild bekommen. Genau, wir haben denselben Seed. Wir haben hier oben dem Textparser gesagt, er soll Comfy UI Text Parsing machen. Das funktioniert. Schalten wir den jetzt auf Automatic 1111 um. Multi-Conditioning lasse ich mal an, aber das, wie gesagt, das ist für And und Break. Dann kriegen wir an der Stelle auch noch dasselbe dasselbe Bild. Wir können jetzt aber mal das Mean Normalization ausschalten und dann mal schauen. Okay, die sind nach wie vor konsistent. Aber jetzt kommen wir mal zu den Punkten, die es sonst noch so kann. Und zwar ist das Alternating Wording und das Prompt Editing. Und was wir hier im Prompt Editing machen können, ist, wir können from, to und when sagen. Also, die Syntax ist an der Stelle. Wir sagen jetzt mal hier vorne, wir nehmen eckige Klammern und sagen jetzt from a woman to a man, und zwar ab Step 10. Wir haben 20 Steps hier hinten angegeben, die werde ich gleich auch nochmal auslagern, dann sieht man es ein bisschen besser. Aber das ist das from to. Und während uns das alte Comfy UI Parsing jetzt einen Mann und eine Frau gibt,
haben wir jetzt ein Bild erzeugt, was im Sampler mit 10 Schritten Frau gerendert hat und mit 10 Schritten danach Mann. Das sieht man auch schon ganz gut, wenn man sich mal diesen Sampler hier anguckt. Das ab der Mitte, das Bild einer Frau zu einem Mann umschlägt. Während das alte Parsing nach wie vor eine Frau und einen Mann erzeugt. Und das ist ziemlich cool eigentlich. Ich sag mal eben, ich möchte die Steps ausgelagert haben. Steps to Input, auch hier Steps to Input, Doppelklick und dann können wir uns die Steps hier bequem für beide Sampler zurecht machen. Ich gehe mal auf 70 Bilder hier an der Stelle und dann müssten wir hier eigentlich ganz cool sehen können. Ach so, bei 70 Bildern macht es natürlich wenig Sinn, ab Step 10 dann das Ganze zu wechseln. Wir können jetzt natürlich sagen, vorher war 10 50%, jetzt wären das 35 bei 70 Steps. Wir können hier aber auch sagen 0,5, das heißt ab 50% Sampling soll er umswitchen. Und jetzt gucken wir uns mal eben an, was dieses Preview hier macht. Halt, nein, ich gucke nochmal eben hier unten. Hä? Achso, jetzt habe ich den Seed da reingehängt. Achso, das ging natürlich nicht. So. Hasse recht, Comfy, hasse recht. So. Wir gucken jetzt nochmal. Ah, wir sehen hier schon, er hat angefangen jetzt eine Frau zu rendern. Hier sieht man das. Und da war der Umsprung, wo er in Richtung Mann gewechselt ist. Jetzt passen die Kleider natürlich nicht so ganz zusammen. Aber ich denke, das Prinzip ist ganz gut rausgekommen. Hier hat er jetzt tatsächlich nur eine Person gerendert. Zack, da war der Umsprung. Hier unten rendert er jetzt auch nur einen. Vielleicht wegen den Steps, weil die jetzt länger sind. Können wir eben gucken, ob es einen Unterschied macht, wenn wir hier doch 35 eingeben. Ja, das macht einen Unterschied, zumindest im alten Prompting. Vielleicht interpretiert der Comfy Parser das als Wait. Aber hier sehen wir ganz gut, dass es als weiblich angefangen hat und dann in männlich umgesprungen ist. Okay, das ist das From to When. Wir können auch mit From to When sagen, wir wollen bestimmte Dinge erst ab einem bestimmten Moment rendern lassen. Zum Beispiel, wenn wir jetzt sagen, wir wollen die Milchstraße haben, the Milky Way, Komma, wir nehmen wieder die Syntax, eckige Klammern und sagen an der Stelle, wir wollen Berge bekommen und zwar ab Step, sagen wir mal 25. Danach hätten wir noch gerne ein Active Volcano ab Step 45. Da muss man ein bisschen rumgucken. Aber das können wir uns jetzt mal anschauen, was er damit macht. Erstmal rendert er unten das Bild. Das schauen wir uns gleich mal im Vergleich an. Da ist die Galaxie. Kamen die Berge dazu. Mal gucken, ob er den Vulkan auch schafft. Den Vulkan hat er jetzt gerade nicht geschafft. Da kommt jetzt so ein bisschen der Vulkan zustande. Während er hier natürlich alles auf einmal rendert. Aber so kann man das ganz gut steuern eigentlich. Wir können an der Stelle auch sowas sagen wie: Wir möchten zum Beispiel Landscape, Mountains, Lake und sagen dann, wir wollen Pencil Sketch ab 0. Und das soll aber wechseln. Ne, Moment, nicht ab 0, sondern wir sagen Pencil Sketch soll wechseln zu
Watercolored Drawing ab Step 40. Das Komma brauchen wir nicht mehr. Hier unten haben wir von vornherein wieder ein Mischmasch. So interpretiert Comfy UI das. Während hier oben haben wir jetzt erstmal den Pencil Sketch. Und danach werden ein wenig die Farben hinzugefügt. Und hier sieht man schon den Unterschied, der dazu kommt. Wir können auch sagen, er soll die Farben ein bisschen früher hinzufügen. Sagen wir mal ab Step 30. Hier ist wieder alles zusammen, von vornherein erzeugt. Hier oben fangen wir mit dem Pencil Sketch an. Jetzt fügt er Farben hinzu. Und wir kriegen jetzt diese Mischung hier. Und das macht schon einen Unterschied, wie man die Bilder an der Stelle rauskriegt. Man könnte auch mal sagen, wir wollen jetzt von Photorealistic auf Ink Drawing wechseln. Unten kriegen wir wieder direkt alles zusammen. Okay, das ist vielleicht schon... Das war vielleicht ein Ticken zu spät. Vielleicht müssen wir hier schon früher den Break machen. Sagen wir mal bei 0,25%, also ab einem Viertel von 70 Steps. Ja, Ink Drawing kriegt dann nicht so gut raus. Aber ich denke, das ist auch eine Frage, wie das Model trainiert ist. Und ja, wie man den Prompt dann noch designt. Hier gibt es übrigens einen ziemlich coolen Prompt auf der Seite, die hier von GitHub aus verlinkt ist. Und zwar, hier wird auch nochmal beschrieben, was das Ganze macht. Ich kopiere einmal diesen Prompt und hier unten steht dann drin, was ab wann gerendert wird. Und hier steht Sampler has 100 Steps. Das machen wir mal. Ich mache mal einmal Steuerung V des Prompts da rein und wir sagen hier unten, der Sampler kriegt 100 Steps. Und das Ursprungsbild oder das Comfy-Bild gucken wir uns gleich mal an. Wir warten jetzt mal eben, bis dieser Sampler hier losrattert und schauen mal, was da auf diesem Weg des Samplings alles passiert. Na, da sieht man ganz deutlich dieses Rumhüpfen, dieses Umschalten zwischendrin des Samplings. Und was wir jetzt an der Stelle erhalten haben, ist einmal die recht normale Version gegen eine schon sehr Fantasy-mäßige Version. Finde ich ganz cool, dass es die Möglichkeit damit gibt, dass man das damit so steuern kann und dem Sampler sagen kann, ab wann er anfangen soll, Dinge zu rendern oder ab wann er Dinge, die er gerade rendert, komplett rumreißen soll. Okay, das nächste Feature ist das Alternating Words. Und das ist auch ganz cool. Hier sehen wir die Syntax. Es sind auch geschweifte Klammern. Es ist ähnlich zu dem, wie wir es kennen. Wir machen mal und dann geschweifte, eckige Klammer auf und zu, Entschuldigung. Und sagen dann Cow, Bear, Mouse, Cat, Dog, Man, Woman. Und was er mit dieser Syntax macht, ist mit jedem Step, das ist ein guter Punkt übrigens, ich drehe die mal runter, sagen wir mal, wir wollen 30 Steps jetzt haben. So. Mit jedem Step, den der Sampler macht, iteriert er hier durch diese Begriffe. Das heißt, Step 1 wird er mit einer Kuh rendern, Step 2 mit einem Bären, Step 3 mit Maus, dann Cat, Dog, Man, Woman. Und wenn er hier am Ende angekommen ist, springt er wieder hier vorne hin und iteriert diese Begriffe wieder durch. Ups. Und das so lange, bis alle Steps des Samplings abgeschlossen sind. Und das gucken wir uns mal eben an. Bei sowas wird eine wüste Mischung rauskommen am Ende. Wir vergleichen gleich auch das untere Bild. Aber wir sehen, wie der Sampler jetzt... Oh Gott.
kann es bitte jemand erlösen? Wie der Sampler jetzt hier ganz wild zwischen diesen ganzen Motiven hin und her springt und ganz komische Dinge erzeugt. Hier unten hat er auch was Interessantes interpretiert, was komplett vorbei ist. Aber wir können hier zum Beispiel auch sagen, Woman with brown, blue, red hair and pigtails, Afro-Look, Dreadlocks. Und jetzt hüpft er wie verrückt dann in diesen Schritten umher. Hier unten kriegen wir wieder eine komplette Mischung. Und hier oben sehen wir, jeder absolut crazy. Und das Resultat unterscheidet sich dann auch schon von dem, was wir mit einem normalen Prompting kriegen. Also ihr könnt hier zum Beispiel so ein bisschen flatterndes Switchen einbauen und verschiedene, also gemischte Begriffe nicht mit und verknüpfen oder and brown hair and blue hair and red hair, sondern auch sagen, dass derselbe Begriff einfach nur geswitcht wird an der Stelle. Und das finde ich auch ganz interessant, dass wir die Möglichkeit hier haben. Ja, das sind so die Dinge, die man machen kann mit dieser Node. Finde ich ganz gut. Vielleicht findet sich der ein oder andere dann auch ein bisschen besser im Prompting noch zurecht, wenn er den Stil der Bilder, die am Ende rauskommt, dann doch im Vergleich zu Automatic 11.11 früher besser wiedererkennt. Ansonsten kann man hier weiter Comfy benutzen, aber das braucht man ja eigentlich auch nicht, weil ich glaube, Comfy Parser kann das dann wieder nicht hier an der Stelle. Ne, der rattert wieder in einem durch. Das ist der Standard Parser, muss man dann glaube ich nicht umschalten. Aber wenn man mal im Automatic 11.11 Bereich unterwegs sein will und diese Zusatzfeatures benutzen möchte hier, dann kann man die sich einfach hier dazwischen klemmen und Spaß damit haben. Ja, das wünsche ich euch auch. Viel Spaß beim Ausprobieren, beim Nachbauen. Ist nicht kompliziert und dann hier einfach mal ein bisschen beim Rumspielen mit den Begriffen und dem Sampler noch gezielter steuern zu können und dem sagen können, hey, du renderst mir jetzt ab Step 10 einen Weihnachtsbaum oder sowas. Und davor renderst du mir eine leere Flasche. Sollen wir es nochmal ausprobieren? Braucht man einfach nur sagen. Wir nehmen wieder from to. Wir wollen from empty bottle nach Christmas tree ab Step. Wie viel haben wir? 30? Sagen wir mal 12. Ja, jetzt haben wir ein bisschen Weihnachtsbottle gekriegt hier an der Stelle. Hier unten haben wir aber, das ist der Unterschied, beides gekriegt. Wir haben den Christmas Tree jetzt im Hintergrund und die Bottle im Vordergrund und ein Christmas Tree in der Bottle. Es ist halt wirklich eine andere Art und Weise, wie man die Sampler ansteuern kann. Viel Spaß beim Rumprobieren wünsche ich euch. Macht es gut, bis zum nächsten Video. Tschüss!